Ribo, and welcome to XPNSion Network, accelerating the consciousness of humanity every single day. If this is Friday, we are again XPNSion Network with Christina Von Dreien and Nicola Good from Switzerland. Hi, Christina. Hi, Nicola. How are you today? Hello. So great to be together again. We're in great form. Absolutely. Welcome to XPNSion Network. As every Friday. Absolutely. As every Friday, we are here. We are super excited. We have lots of things to talk about. We will have a reminder for you. Remember that something really special going to happen next week, many special things. But anyway, let's start our conversation today. The first thing I wanted to say, though, is I wanted to say thank you to everybody that has been, throughout the week, writing to us and interacting with us. It's really extraordinary at the level of, the conversation that you're having. We're really happy, that you are with us, that you join us, that you join all these thousands of people that every single week watches our show, our interviews, our conversations with Christina. We are all delighted. Thank you so much from the bottom of our hearts for being with us. And, obviously, as we always say, we are here for you. Bring as many people as you can. And we are here to serve you and to maybe open, new ways, new thoughts, new paths in your journey. So let's start with I have to start actually with a confession this week, and obviously Nicola and Christina know about this. Maybe you can translate it. Ja, also Angel hat gerade darüber gesprochen, dass er allen dankt, die jetzt hier dabei sind, und das holt immer mehr Leute dazu, dass wir für euch da sind, dass wir hier sind, um mit euch zusammen etwas in Bewegung zu bringen, und danke, dass ihr alle da seid. Und er möchte jetzt zu Beginn über etwas sprechen und etwas beichten, wie er sagte, confess, und er sagte, Christina und ich wissen schon darüber. Exactly. So maybe the confession I wanted to make is that, I'm a human being just like you. Also menschlich, so wie wir alle. So, the same as you, I'm exposed to everything that is happening around us and everything that happens to the people around me, right? Und er ist halt auch all den Dingen ausgesetzt, die um ihn herum geschehen, und den Menschen um ihn herum. And we always mention in our shows the concept of the unlight. Und wir sprechen ja sehr oft über das Konzept oder einfach über das Unlicht. Exactly. And I have to say that the unlight, whatever that is, because I don't like to give it energy, has been attacking me this week. That's the only way I can express it. Und er möchte sagen, dass das Unlicht oder was immer das ist, ihn angegriffen hat dieses Jahr, diese Woche, die letzte Woche. Exactly. And I actually interacted with a few messages with Nicola and Christina about this, and I think this happens to us probably like very, very often, every single day. There's a lot of things around us. Right? Und wir haben ein bisschen über das Thema ausgetauscht, und es ist etwas, was uns allen wahrscheinlich auch geschieht und allen Lichtarbeitern, den sogenannten, geschieht in der einen oder anderen Form. And maybe my question to Christina would be, regardless of what happens around us, do we still have the choice to react in the way that we should react? Seine Frage an dich ist, ganz egal, was um uns herum oder was gerade geschieht, haben wir immer noch die Wahl, so zu reagieren, wie wir reagieren sollten? Also theoretisch ja. Theoretically yes. Weil es sind ja dann wir, die entscheiden, wie wir auf etwas reagieren. Because it's us deciding how our reaction is on something. Wenn wir aber zum Beispiel mit Menschen zusammen sind und die überlagern uns mit ihrer Energie und wir merken dann das nicht oder nicht sofort. But if we're together with other people and they're overlaying us with their energy and we don't realize it at first, dann ist es natürlich so, dass wir halt nicht ganz klar bei uns sind, und dann sind wir auch weniger frei.
And then it's the case that we are not so much really in our middle or within us, and so we are less clear, and it makes it more difficult. It makes it very difficult, and it's like this fear, right? How do you think that fear affects our spiritual side, Christina? Es macht es ja auch schwierig, weil dann da auch eine Angst ist. Und was denkst du, wie diese Angst unsere spirituelle Sicht beeinflusst? Also wenn wir Angst haben, dann können wir ja nicht mehr klar denken. When we are fearful, we are not able to think clearly. Wir fühlen den Zugang zu unserer Intuition nicht mehr und zu unserer inneren Führung. And we can't feel the access, we don't have access to our intuition and our inner guidance. Und ja, auch unser höheres Selbst, das nehmen wir dann auch nicht mehr bewusst wahr. And we don't have conscious access to the connection to our higher self. And Christina will not allow me to lie, because when I actually reached out to Nicola and I told Nicola, you will not believe what's happening to me. This is unbelievable. How can this be happening to me? And I asked her, hey, Nicola, literally, what can I do? Talk to Christina. I've never done this. I've never suffered this before. Und Angela hat mir dann geschrieben und gesagt, hey, Nicola, was kann ich tun? Sowas ist mir noch nie in meinem Leben passiert, und hat mir geschrieben und gesagt, er war ganz außer sich und hilflos. And one of the first things that Christina told me, or the most important thing, is talk to your guardian angel, talk to your guides. Und ich habe dann Christina das übermittelt und gesagt, du, Angel möchte gerne wissen, was soll er jetzt tun? Und das Erste, was Christina ihm übermittelt hat, sprich zu deinem Schutzengel und zu deinen feinstofflichen Team. And I did. And I remembered that I had stopped talking to my guardian angel. That's a true story. I had stopped talking to my guardian angel, and I didn't remember. Und mir ist in den Sinn gekommen, dass ich überhaupt nicht mehr mit meinem Schutzengel gesprochen habe, dass ich es vergessen hatte. And I talked to my guardian angel, and actually, at the end of this week, things got much better than how they started and how things went. So that's why it's so important to remember that even if fear is around us, we always have a choice. And I would like to mention, well, maybe translate this, and then I would like to mention something. So, er sagte, er hat es dann wirklich gemacht, und dann am Ende der Woche war dann wirklich vieles sehr viel besser als zu Beginn, und vieles wurde viel besser, und es ist so wichtig, sich daran zu erinnern. Exactly. And I wanted to mention that this week, again, I read Christina's newsletter every single week. And when I read this week's newsletter, also, something opened in my mind. And the title of the newsletter this week was "The Right Point in Time." The right. Yes. Go ahead. Und Angela hat dann gesagt, er liest eben jede Woche Christinas Newsletter, und dass diese Woche die Überschrift war, der vom richtigen Zeitpunkt, und irgendetwas hat sich in seinem Geist geöffnet. Christina, why do you think that society tells us what to do all the time? Christina, warum glaubst du, dass die Gesellschaft uns die ganze Zeit vorschreibt, was wir zu tun haben? Also, es kommt ja darauf an, wo man lebt auf der Erde und in welcher Kultur. Well, on the one hand, it depends on where you're living on this planet and in which culture. Und hier bei uns, da sind wir ja eigentlich, also da stehen ja viele Menschen unter Zeitdruck. And in our culture, there's a lot of people are
in a pressure. They feel the pressure of time all the time. Und viele Menschen, ich glaube, die überlegen sich gar nicht, warum die dort drin sind. Die wachsen einfach so auf und denken, die Gesellschaft funktioniert halt so und many people don't even die think sind dann da drin. why they are in this, because they grow up with it and they think it's totally normal and they're just in this framing. Aber wenn wir immer unter Zeitdruck stehen und immer irgendwas zu tun haben, dann können wir ja nicht mehr gleich die Verbindung zu dem haben, was wir wirklich sind. But if we're constantly under time pressure and we're always have something to do and we must do things, what was it you were saying? We don't have the time to. Wir können uns nicht mehr gleich gut mit dem verbinden, was wir wirklich sind. Yes, we lose the connection. We're not able to connect with what we really are. Und wenn Menschen immer beschäftigt sind, dann können sie sich auch nicht wirklich gewisse Fragen stellen. And if people are constantly occupied doing things, they're not able to put some question to themselves, to ask them certain questions. Also sie können dann nicht ihr Leben reflektieren und sich fragen, stimmt das so für mich? Warum mache ich das überhaupt? And they become unable to reflect their lives and ask themselves, maybe, is this okay? Does it feel okay for me? Or is this a good situation for me? And when we do that, there's also this power of connecting with everybody else, right? And you say it very well in your newsletter this week. You say everybody is different, and it's good that we are all different, right? We are all different. Und es ist ja auch, diese Kraft liegt darin, dass wir uns alle verbinden. Und du sagst es so schön in deinem Newsletter, dass wir sind ja alle unterschiedlich. Und es ist gut, dass wir alle so unterschiedlich sind. Why is it so important that we are all different, Christina? Warum ist das so wichtig, dass wir alle so unterschiedlich sind? Also wichtig. Also egal, ob das jetzt wichtig ist oder nicht. Es ist einfach so. Important, she says, no matter whether it's important or not, it is just that way. Also wir sind nicht alle gleich und wir können auch gar nicht alle gleich sein und wir müssen das auch gar nicht. We are not all the same and we can't be all the same and we don't have to be the same. Jede Seele hat ein anderes Bewusstsein und nur schon daher sind wir alle verschieden, weil wir ja nicht alle die gleiche Seele haben. Each soul has a different consciousness and only because of that we are so different, because we have different consciousness. Und auch der Grund, warum wir hier inkarnieren. Oder wir haben ja oft mehrere Gründe, warum wir hier inkarnieren. Und je nachdem, warum wir hier inkarnieren, wählen wir uns auch andere Qualitäten aus, die wir in dieser Inkarnation dann haben. And we all have different reasons why we are incarnating here. And depending on the reason or the aim we have here for incarnating, we choose different qualities. So why do you think that we have this fear of not fitting in, of not belonging? Und warum denkst du denn, dass die Angst bei uns so groß ist, dass wir nicht dazugehören oder irgendwo reinpassen in diese Gesellschaft? Viele Menschen haben ja wirklich Angst. Oh Gott, ich bin anders, ich werde ausgestoßen, weißt du?
Und jetzt hast du schon den Grund gesagt, warum viele Menschen Angst haben, weil viele Menschen dann denken, wenn ich anders bin, wenn ich nicht in den Normbereich der Gesellschaft passe, dann passiert mir was, dann bin ich einsam, dann solche Dinge. Also wir haben dann Angst, dass wir was verlieren, was wir eigentlich wollen. So many people are so afraid that if they don't fit into this norm frame, this frame of normality, that they lose something, that they don't belong to all the others anymore, and they sort of lose something. It's a fear of losing. Und natürlich ist es so, dass wenn wir nicht mehr in diesem Normbereich sind, dass wir dann nicht mehr mit den gleichen Menschen uns richtig verstehen, einfach weil unser Bewusstsein dann ein anderes ist. And of course it's that way. In the moment we leave that normality frame, we sort of lose other people because our consciousness starts changing and we're not on the same wavelength anymore. Und dann kann es schon sein, dass Menschen dann einsam werden, wenn sie zum Beispiel aufwachen und dann merken, alle ihre Freunde und oder die Familie, die sehen das gar nicht so. Und dann verändert sich ja das ganze Umfeld. Und wenn man dann niemanden kennt, der auch so denkt, dann ist das ein totaler Unterschied als zuvorher. So, and then it can happen that people really become lonely because if their whole family have different opinions, all their friends have different opinions, and the whole surrounding has a different opinion, it can happen that people really become lonely. Weil auf diesem Planeten halt so viele verschiedene Bewusstseine gleichzeitig miteinander leben. Because on this planet there's so many different consciousness. What's the plural of consciousness? Consciousnesses? Yeah, probably, yes. At the same time are existing. There's so many differences. Und darum sind hier auch gewisse Dinge kompliziert. And that's why certain things are really complicated here. Und warum man dann, wenn man aufwacht, plötzlich viel weniger Menschen hat, mit denen man sich austauschen kann, weil halt schon die meisten Menschen hier auf der Erde wirklich noch schlafen und ja, das merkt man dann, wenn man aufwacht. Yes, and as soon as you start waking up, you become more lonely on your path because still many people are so-called asleep, and yes, you will feel that. That's normal. Und das Wichtige ist aber, dass es ein Unterschied ist, ob man einsam ist oder ob man alleine ist. There we have a problem translating maybe, because this is a word, I'm not sure. We have two expressions. So as she says in German, it's a difference if you're alone or on your own. Are you lonely or alone? Yes. Maybe that's the best way to put it. So there is a difference between that. Exactly. Wenn wir einsam sind, dann ist das ja ein Gefühl in uns. When we feel lonely, that's a feeling inside of us. Aber einsam hängt nicht davon ab, ob wir physische Menschen um uns herum haben. But the feeling of loneliness doesn't depend on having physical people around us.
wir können in einer Menge von 50 Menschen sein und uns einsam We fühlen. can be together with 50 other people and we still feel lonely. Und alleine sein, das ist einfach ein Zustand, dass And man, okay. dass Go ahead. man physisch keinen anderen Menschen um sich herum hat. Das bedeutet aber nicht, dass man sich danach einsam fühlen muss, weil Einsamkeit ist ein Gefühl und alleine ist einfach ein physischer Zustand. And being on your own is just a state of being without other people. But it's not the same, because loneliness is a feeling and being on your own is a state of being on your own. And something very, very important that she said also on her, because again, this week I felt a little bit like under scrutiny and with difficult, very challenges at many different levels in my life. But there's this super powerful sentence on her newsletter that goes. Also, sorry, Angel, I just translate before that. Angela hat sich jetzt diese Woche wirklich extrem unter Druck und mit großen Herausforderungen konfrontiert gesehen. Und er sagt, da gibt es aber diesen einen Satz in deinem Newsletter und der ist, the sentence is: If we want the future to be good, we need to focus on the solution. Wenn wir möchten, dass die Zukunft gut wird, dann müssen wir uns auf den Lösungsweg konzentrieren. If we have all those things going on around us, how would you suggest, Christina, that we can focus? What's the best way to focus on the solution? So, mit all diesen Dingen, die um uns herum geschehen, die jetzt im Moment los sind, was ist die beste Art, wie wir uns auf die Lösung konzentrieren können? Also wenn du dich auf die Lösung konzentrieren kannst, dann musst du die Lösung ja schon kennen, weil sonst kannst du ja gar nicht daran denken. So if you want to focus on the solution, you must already know the solution, because otherwise you couldn't imagine the solution. Wenn man ein Problem hat, aber die Lösung nicht weiß, dann geht das ja schon mal nicht. Also dann müssen wir ja zuerst wissen, wie die Lösung aussieht. Und wenn wir uns das überlegen, also willst du übersetzen? Yeah. So if we have a problem and we don't know the solution, that doesn't work. So if we have a problem and we have to know the solution to start solving the problem. Und wenn uns aber diese Lösung fehlt, also dann gibt es zwei Dinge. Entweder wir finden eine Lösung, die auch wirklich konkret ist. So if we are lacking the imagination of the solution, there's two ways. At first, we might find a solution that is really working out in that situation. Und die zweite Lösung, das ist dann eine, bei der wir nicht konkret wissen, wie die aussieht. Da wissen wir vielleicht nur, es soll besser werden. And the second way is that we might not know exactly how the solution might be. We just have the feeling we want it to become better. Und was? Meinst du das mit der Lösung und dem Lösungsweg? Nein, ich hab gemeint, weißt, dass wenn man jetzt die Lösung nicht weiss und man die Lösung will denken, dann muss man sich ja überlegen, dann muss man ja die Lösung kennen. Ja, das ist und manchmal, genau. Aber manchmal gibt es ja Lösungen, die konkret sind, also wo wir genau wissen, wie die Lösung aussieht. Und manchmal wissen wir ja eigentlich gar nicht, wie die Lösung aussieht, dann wissen wir nur,
also das will ich nicht mehr und es sollte sich schön da anfühlen. Und dann haben wir ja wenig Konkretes, aber ich habe nur von der Lösung geredet, nicht vom Lösungsweg. That was a crash course in Swiss German. Sorry. It's Try to good. explain me again. Also mach mal weiter. Das haben wir jetzt, das hast du alles schon gesagt. Wo bin ich jetzt? Ähm, Ja, gut. Und wenn wir eine Vorstellung von der Lösung haben, also die muss auch gar nicht konkret sein, aber wenn wir einfach eine Art Ziel haben, dann ist es ja oft so, dass wir dann zwar wissen, wo wir irgendwie hin möchten, aber wir wissen nicht genau, wie wir dahin kommen. and if we have an aim or an imagination of how the solution should be looking or feeling, but sometimes we have that, but we don't know how we are getting to that aim or solution, how the way is. Und das Einzige, was wir dann tun können, ist, dass wir einfach den nächstbesten Schritt machen, der uns zu dem Zeitpunkt richtig erscheint. And the only thing we can do to get there is just take the next best small step that seems to be right for us to go into that direction. Und wenn wir dann den Schritt gemacht haben, dann überlegen wir uns von dem Punkt aus dann wieder den nächsten Schritt, der uns dann am besten erscheint. And once we've taken that one step, from that point we are there, we then think of the next step to take. Und so können wir das machen, wenn wir halt den Lösungsweg nicht kennen. And that's how we can do it if we don't know the exact way of getting to our solution. Und natürlich ist das auch irgendwie ungewiss, weil wir wissen halt nicht, wie wir dann dahin kommen. Wir haben dann nur einen kleinen Ausschnitt. And of course that implements some amount of uncertainty if you don't really know how this is going to work out, and we only have a small part of the whole thing. Und das ist ja wie mit der aktuellen Situation auf der Erde. Also niemand von uns weiß genau, was noch alles passieren wird. And that's exactly how the whole situation on Earth is at the moment, because none of us knows what exactly is going to happen. Niemand von uns weiß genau, wie lange das noch geht. None of us exactly knows how long this is going to take. Und ja, was sich wie bis dahin noch verändert. Also natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man als Ideen finden kann, aber hundertprozentig wissen weiß es ja niemand. Yes, and what else is going to change until we're getting there? And there's a lot of different possibilities we could think of, but nobody really knows or has any kind of 100% certainty. Und somit ist das Einzige, was wir machen können, halt einfach den nächstbesten Schritt, auch wenn wir nicht wissen, wie wir dann so ans Ziel kommen. Yes, and so the only thing we can do is just taking these small next steps, even if we don't know how exactly we are going to get where we want to get. Do you think, Christina, that Yeah. if we don't know the solution, maybe we can find it if we ask our guardian angels or our guides? Glaubst du, Christina, wenn wir nicht wissen, wie die Lösung aussehen könnte, dass wir dann unsere Schutzengel und unsere geistige Führung fragen? Ja, also wir sollten sie immer um Hilfe bitten und um Antworten, wenn wir auf Fragen einfach keine Antwort bekommen. Yes, of course, we should always ask them for help if we don't know an answer to questions. Yes. Und wie dann die Antwort von ihnen, also wie wir die Antwort auf unsere Frage bekommen,
oder wie dann die Hilfe aussieht, die wir bekommen. Das kann ja sehr unterschiedlich sein und manchmal merken wir das zuerst doch gar nicht. Und wir wissen ja auch nicht, wann sie dann kommt und eben halt die Form nicht. And sometimes we don't have any idea of how this help is going to come to us, what it's going to look like, what it's going to feel like, in what form it's coming. It can be totally diverging or totally different from what we think it might look like. Exactly. I couldn't agree more. Let me say something, because I mean, really, it's really today the chat is really like hot, like lots of comments. And again, Nadia is there translating into French, so the French-speaking community is able to understand it. Thank you so much. Absolutely. And I wanted to also, just we have been taking some time to analyze who's been interacting with us, and we just wanted to share maybe the names, or at least the IDs of the people that have really been interacting a lot, who has been sending more and more messages. And we just wanted to mention a few people that for the last couple of weeks have really like all the time contributing and sharing their thoughts and helping the rest of the people in the chat. Also er sagt, es gibt wahnsinnig viele Aktivitäten im Chat und er möchte gerne einige Namen nennen, die ganz besonders aktiv waren im Chat. So just to mention a few names, I think today I didn't see that person much, but the top chatters last week were Magic, Maxima, IIIXXIII. Sorry, I don't know if that means something or not. I just read it. Obviously, Nadia, because Nadia Giovini is the one that has been, today she's been so active, translating every single thing. So, merci beaucoup. Thank you, Nadia. Thank you. Merci beaucoup pour tes efforts, okay? And also Light for Austria last week was very active. And 2 weeks ago, again, Magic Maxima and Nidia, Giordini, Blue, Yoshi, Anna, and IIIXXIII. So again, I know there's a lot of people here, and you all are, helping the rest of the community. So obviously, thank you everybody for being here today. We really appreciate you, all the comments and everything that you do throughout the day. And as we always say, I think this group is so powerful because we are all together here and we bring so much love, right? And we are obviously delighted to be inspired by the words of Christina every single Friday. Maybe one last thought of your of your newsletter this week, which I think it's important. We also have to be able to love ourselves. To love ourselves. Noch etwas möchte er erwähnen, was ganz, ganz wichtig in deinem Newsletter war, dass wir wirklich auch fähig sein müssen, uns selbst zu lieben. It's important to have a good sense of humor, but also handle things with humor. Und eben auch einen Sinn für Humor und dass wir die Dinge auch wirklich mit Humor, mit den Dingen mit Humor umgehen können. What do you think, Christina, humor does to the human beings? Was glaubst du, Christina, was macht Humor mit den Menschen? Ja, wir sind dann halt lockerer. Also We're wir more sind loose freier. and more free. Und also Humor ist ja etwas, das haben nicht nur wir Menschen, das haben auch andere Wesen. And humor is something that it's not only us humans have humor, but other beings as well. Auch die Lichtwesen and also the light beings do have humor. Und wir können dann auch besser mit Situationen umgehen. And it helps us so much to deal with different situations more easily. So before I forget, and before we go for the day, I wanted to remind everybody of this event that's going to happen on the 21st.
Christina's United Love Stream special on Tuesday, 21st of December. It's going to be at 6, from 6 till 9 Central European time. Please, if I make any mistake, Nicola or Christina, correct me, please. Okay. It's 6 p.m. CET. Exactly. Exactly. And the participation is, is free of charge. So you can buy either a ticket free of charge. Exactly. You enter a code, or it's 10 euros. Exactly. Or you can donate 10 euros. Exactly. And again, this is this upcoming Tuesday, 21st of December, from 6 Central European time till 9 Central European time. Okay. So yes, and Christina is going to talk in the first hour. So if you haven't heard Christina speaking on her own, this is you can do it then. And in the second part, we are going to be having a chat, and there's a lot of questions coming from Holland this time, and we're going to be chatting, and there's going to be translation in the first part from Christina. That we have English subtitles, and in the second part there will be a translation for the English spoken part. We'll have German subtitles, and the rest will be sort of interacting like we do here in your interviews, Angel. Exactly, and as the flyer of the event says, together we will be incredibly many, and at the end we will unite our hearts and our love in a great peace and light meditation. Yes. Right? Yes, and it's fantastic if we're as many as possible. Exactly. So you're all invited to this event. Again, this is the 21st. Is it going to be broadcasted through YouTube as well? Will it be on YouTube, on your YouTube channel? It's going to be on YouTube, yes. But the thing is, we haven't just opened it up to everybody, because for Christina, it's so much more difficult if people are just coming in, going out. So the whole energy field is fluctuating too much. So that's why we said people have to apply for it. They buy a ticket, or they get their ticket for free, and then they get their access data. It's going to be a YouTube link and a code. So we'll have a group that is sort of more or less firm, because Christina feels each person coming in and going out. So so that's why we've arranged it this time, this way. Excellent. Um ganz kurz in Deutsch zu sagen, wir haben es so gemacht, weil für Christina, dass man Tickets beziehen muss, weil für Christina es ganz schwierig ist energetisch, wenn alles offen ist und die Leute kommen rein und gehen raus. So, dass diese Gruppe stabil ist in dem Moment, wo wir live sind. That's it. Excellent. As I always ask you at the end of our conversations every Friday, what's the best way to connect with you, Nicole, and with you, Christina? What's the best way? The best way actually is just have a look on Christina's website, christinavondreien.ch, or just write us an email on events, plural, events, TS, at christinavondreien.ch. Excellent. Well, obviously, it's been a pleasure, Christina. Thank you so much. There will never be any unlight that will defeat us ever. Er dankt dir so und sagt, es wird nie ein Unlicht geben, was uns wirklich besiegen wird. Never ever, Angel. God bless you this week. Absolutely. You. And your team, your spiritual team. Exactly. Yeah, thank you very much. And let me finish with my favorite sentence. This week, as you know, I have a favorite sentence that I have used already 2 or 3 times. And I actually, this week, I asked Nicola and Christina to help me translate it into German, where I always tell you guys, every one of you, I always tell you that you are an unstoppable divine force that brings connection to the unconnected by uplifting your energy and empowering your awareness. And I translated that into German. It's something like, please correct me. I'll try to read it in German, okay? But Go ahead. Those words are very long for me, okay? But I'm going to do it anyway, okay? So, du bist die unaufhaltsame, göttliche Kraft, die den unverbundenen Verbindung
bringt, in dem du ihre Energie hebst und ihr Bewusstsein stärkst. Does it make Great, sense? Angel. That was a difficult one. You really chose yourself a difficult one for a start, but you've done bravely. Beautiful. Thank you. Exactly. No, obviously, I mean, thank you very much. Again, we have so many, obviously, German-speaking community here with us every single week that I just wanted to have a little bit of a gesture and translate one of my favorite sayings, which is I use myself all the time, and it helps me feel empowered and go through the day every single day. So again, Christina, Dankeschön. Nicola, thank you very much. Dankeschön. Everybody watching us, thank you. Everybody watching us, it's been a pleasure to have you here. Thank you for your contribution. Thank you for your interactions at the chat. Remember, keep on bringing people to this conversation. Don't forget that obviously we will, or you will see, Christina and Nicola and a couple of guests from the Netherlands, as she said, as Nicola announced, on the 21st. But we will be here next Friday. Okay, so next Friday we will be here, and we will have a special program on the 24th. So even if it's an important, it's going to be the morning here in the central, in the central, states, but at the same time, it's going to be, 6 p.m. right at night in Europe. So it's going to be a short message because exactly. It's our Christmas celebration day. I think in USA it's the 25th here, and exactly in the German-speaking countries the 24th. Exactly. Yeah. Some people celebrate here the new Christmas Eve. Some don't, but we still wanted to have a show regardless. Yes. So anyway, short message from Christina. Exactly, short message. So thank you very much again. I hope that you have enjoyed this conversation with Christina and with Nicola. Obviously, thank you very much, Nicola, for all this effort and translating. It's not easy, and you still do it every single week. And that's awesome. It is an absolute pleasure and honor for me, and thank you being patient with me sometimes. And yes, thank you, Angel, for doing that for us and with us, and thank you everybody for watching. Was that in your sense, Christina? War das in deinem Sinn? Yeah? Yeah. Cool. Okay, awesome. Thank you. All right, so you have a good rest of the Friday. For everybody that's watching us, not live, thank you for being with us still, with the recording. It's a pleasure to serve you here every single day, every single Friday, every single day of the week. You have a good, weekend also. See you next week. Bye-bye.